28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Mamma mia! 4 Finaltickets. Was? 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Wise, Feel the Difference und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 22. Episode des YPC Bank 2025. Für alle, die es aus welchen Gründen auch immer nicht mitbekommen haben, das diesjährige Finale findet in Finnland, jenseits der Rentiergrenze in der Region Kainuu statt. Mit nur 1,6 Einwohnern pro Quadratkilometer ein Paradies für passionierte Misanthropen, genauso wie für Frequenzangler und Bärenfreunde. Die unzähligen Seen und endlosen Wälder bieten nicht nur atemberaubende Wildnis, sondern auch fantastische Fischbestände und eine bemerkenswert hohe Braunbärdichte, die man mit etwas Glück im Rahmen von geführten Bear-Watching-Touren aus nächster Nähe beobachten kann. Wer also noch Inspiration für den nächsten Familienurlaub sucht, sollte unbedingt einen Blick auf das Lentira Fishing Camp werfen. Mit wärmster Empfehlung unseres Produktionsteams und den 4 Finalisten. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link des deutschen Angelreiseanbieters Kingfisher Reisen. Bevor wir in die zweite Halbzeit des ersten Angeltags gehen, richten wir den Blick kurz auf die aktuelle Tabelle. Den besten Start erwischte eindeutig Ton, der bereits alle 8 möglichen Wertungsfische eingereicht hat. Große Exemplare waren zwar nicht dabei, das gilt aber ebenso für die Konkurrenz. Allein Marc konnte wie Ton bereits den Zander abhaken, womöglich ein wichtiges Detail, denn der Zander ist klar die Zielfischart, die sich hier vom Ufer am schwersten überlisten lässt. Eines allerdings könnte die Chancen heute etwas erhöhen. Die Finalisten haben auf eigenen Wunsch erst nach Mittag mit dem Angeln begonnen und dürfen daher am ersten Finaltag bis in den Abend hineinfischen. Hoffen wir, dass sich die Dicken in der Dämmerung blicken lassen. Viel Spaß mit Finalfolge 2. YPC Bank 2025, Finale Folge 2. In der ersten Folge, weiß ich nicht, war ich jetzt auf jeden Fall nicht so wahnsinnig zufrieden. Dafür habe ich mir jetzt gedacht, für die zweite Folge mache ich das, was ich am allerliebsten mag. Hechtangeln mit großen Ködern und natürlich auch eine Topwater-Route dabei. Wir sind mitten im Sumpf, hier sind recht viele Mücken im Vergleich zu den anderen Gewässern. Aber naja, wo Mücken sind, ist ja dann dementsprechend auch Futterfisch, der die Mücken frisst. Ganz, ganz viel hoffentlich und dann sind auch ganz viele Hechte da. Mal gucken, erster Wurf in den See, wo ich nicht mal weiß, ob da Fische drin sind. So, ja, wir sind am neuen Spot angekommen und wir werden uns jetzt mal in den Wald begeben. Stimmt. Stimmt, Siri sagt stimmt. Ja, hier ist so ein kleiner Spot, hier verengt sich der See und hier ist recht tiefes Wasser. Es gibt da so eine App, die heißt Fishbrain, die wird hier oben in Skandinavien viel genutzt und da habe ich mir die freie Version für 3 Tage schnell gegönnt. Und da gibt es Leute, die haben hier ein bisschen gemappt und da scheint es wirklich tiefer zu sein. Also ihr seht es ja gleich. Ist ein interessanter Spot. Ob da allerdings jetzt Fisch kommt, werden wir gleich sehen. Ich hoffe natürlich, dass ich hier jetzt mal irgendwie 2, 3 Fische fangen kann. Vielleicht auch mal ein bisschen besser. Also das ist ja wirklich jetzt bisher nicht viel. Und wenn dann sehr klein. Ein größerer Fisch wäre jetzt schon mal schön. Okay, habe ich alles? Regenjacke nehme ich noch mit und dann kann es losgehen. Ich komme gerade aus Italien, wie man sieht. Okay, wo ist jetzt dieser Autoschlüssel schon wieder? Gut, let's go. Ach ja. Während Marc lostrabt, rennt Roman zum Start bei vielen von euch wohl offene Türen ein.
wo wir es gerade mit dem Kescher hier haben. Wenn ihr angelt, habt den Kescher immer ready. Mir ist in den ersten beiden Folgen der Gruppenphase extrem aufgefallen, dass ein paar Fische verkackt wurden, weil der Kescher eben nicht auf war. Deswegen immer Kescher offen haben, man muss ready sein, der Fisch kann direkt hier vor den Füßen hier kommen. Und wenn man dann den Kescher erst noch tüdeln muss und den Fisch da irgendwo an loser Schnur da so halbgar handelt noch, das kann nach hinten losgehen. Und gerade in solchen Situationen, in denen ich mich jetzt gerade befinde, da will man den Kescher ready haben. So, und jetzt geht das los. Second episode, the next 4 hours of fishing in Finland, and we have one plan, getting upgrades. We have a full card, so we are out here fishing with 10 centimeter Shetty Slim, trying to catch zander, perch or pike. Let's go! Bitte nicht. Sind wir gerade angekommen hier. Jetzt zieht das Gewitter auf. Das war schon die ganze Zeit so drückend. Ah, du bist neben dran gesprungen, Kollege. Geht in die andere Richtung zum Köder. Glück ist leider heute nicht so auf meiner Seite. Wir sind jetzt gerade am Spot angekommen hier durch den Wald. Und jetzt zieht hier ein ziemliches Gewitter auf. Wird auch eine Stunde wohl bleiben, wenn man dem Radar trauen kann. Ja, wir machen jetzt zurück zum Auto leider und dann überlege ich mir mal, ob wir das Gewitter irgendwie umfahren können oder ob wir halt einfach warten müssen. Wäre schade, wenn die Angelzeit jetzt flöten geht, weil so richtig doll läuft es bei mir ja noch nicht. Mann, hey. Ja, ja, hier kann man nicht bei jedem Schauer in der nächsten Frikandelbude einkehren. In Finnland tobt damals wie heute der Kampf Mensch gegen Natur. Oh. Es wird Zeit, die Kapuze aufzusetzen. So, der Mückenschutz wird aktiviert, die Kapuze ist aufgesetzt. Ich würde jetzt aber tatsächlich sagen, mein schöner Smashtail, den ich sehr schätze, sammelt hier aber trotzdem so viel Kraut ein. Hier ist viel zu viel Kraut. Das ist immer auch das Ding so beim Scouting. Man geht hier hin und denkt so, ja, cool, Topwater. Aber man muss halt auch mal ein paar Würfe eigentlich machen. Naja, machen wir ja nicht. Wir laufen ja wirklich nur einen Tag rum und gucken uns irgendwas an. Ich fand, das sah hier sehr schön aus. Naja, wird es wieder dieser Topwater, Froschblugel, irgendwas. Ich weiß tatsächlich nicht mal, wie die Dinger heißen. Ja, wird eventuell Zeit auch gleich für eine Kopfbedeckung. Nach Mückenart. Na, schauen wir mal. Aber erstmal hier 2, 3 Würfe machen mit dem Ding. Oh, that was big. Bigger. That's a 50. Das Atmen. Oh, das ist auch stark. Da hat auch noch keiner drüber geworfen, auf jeden Fall. Nein. Das war jetzt ganz besonders stark. Naja, nun gut. So viel dazu. Einfach da oben über diese Telefonleitung geworfen. Naja, ich gehe aber eben ganz kurz ein Stück weiter. Möglicherweise wird dieser Verlust im späteren Verlauf noch eine Rolle spielen. Erstmal weiter. Ja, Mini-Barsch wieder. Henker. Könnte Maß haben. Wow, was ein orangener Bauch, wunderschön, aber keine 22 cm. Wieder rein damit. Gutes Zeichen, zweiter Wurf, Fisch. Jetzt müssen wir noch ein bisschen an der Größe arbeiten, aber ich arbeite mich jetzt hier einmal rum und da vorne vor. Das ist nämlich ein tieferes Loch. Und ich vermute, dass man hier auch den einen oder anderen etwas besseren Barsch finden kann. Dass sie hier vorne in der Vegetation natürlich jetzt keine Giganten der Meere sind, war zu erwarten. Das ist doll mit den Mücken.
Während die einen mit immer angriffslustigeren Mücken kämpfen, heißt es bei Mark inzwischen Land unter. Ach, Mann. Läuft nicht so nach Plan. Wenn es einen Plan überhaupt gab. Oh, da kommt richtig was runter, du. Ja, wir fahren Richtung Unterkunft, aber nur aus dem Grund, weil das Gewitter von da hinten kommt. Es zieht zwar hier hoch, aber es scheint, als würde es so ein bisschen länger bleiben. Also das ist wie so ein Streifen, der genau über das Gebiet hier drüber zieht. Ich hoffe, dass ich in der Nähe von der Unterkunft noch ein bisschen Zeit habe zu fischen. Wäre natürlich jetzt echt ärgerlich, wenn es das schon gewesen wäre für heute mit dem Angeln. Weil bei Gewitter bin ich weg vom Wasser. Aber wie gesagt, wir düsen jetzt mal hoch Richtung Unterkunft und hoffen, dass das Gewitter erstmal da unten bleibt. Und ich so zumindest noch ein paar Stunden angeln kann. Oh! Oh! Er hast du daneben gehauen. Nein! Richtig schöner Hecht. Oh, wieso ist er denn daneben? Stimmt denn nicht mit ihm? Ja, da ist Fisch. Fisch. Barsch. Ein edler Stachelritter. Haha. Topwater. Der könnte sogar 30 haben. Geil. Schön, der See funktioniert. Der absolut unbekannte See hat sowohl Hechte als auch Barsche. Und das jetzt sogar ordentliche Attacken auf den Popper. Oh, das freut mich. Hier wird ein bisschen geangelt, auch wenn die Mücken ein bisschen nervig sind. Mücke im Gesicht. So, Freunde. Ich glaube, das ist ein 30er Barsch. Richtig schöner ramponierter Jäger. Cool. Bullet Pop. Der Berkeley Bullet Pop ist echt, es ist so ein unfassbar günstiger Popper, aber es ist einer, der mit Abstand am besten am Markt. So, vorne liegt der an. Und hinten gilt das als 31 cm. Ja, zählt das? 30,5 auf dem Kopf. Mein größter finnischer Barsch. Auch wieder so einen schönen roten Bauch, schon wieder, ne? Das ist echt ganz, ganz spannend. So, der darf natürlich zurück, aber verpetzt mich nicht. Schön. Da ist doch ein erster Topwater-Fisch für uns für die Wertung. Ich bin sehr gespannt drauf auf den See hier. Der erste bessere Barsch, dessen Anblick lässt allerdings vermuten, dass es für Vertreter seiner Spezies gar nicht so einfach ist, die 30 cm Marke in diesen Gefilden zu überschreiten. Währenddessen setzt Mark zum nächsten Angelversuch an. Ja, wir sind angekommen an dem Spot, den ich angeln will. Ja, wir sind ein bisschen davon gefahren vom Gewitter. Mal gucken, wie es zieht. Ich habe nicht so die Hoffnung, dass ich damit Glück habe heute, aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Und das Gewitter zieht doch ein bisschen anders. Ich überlege gerade, wie ich mit meiner Route das mache, weil die will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt in die Luft strecken, wenn ich hier ein Gewitter aufzieht. Einmal am Rucksack befestigen. Und jetzt erstmal Topwater. Oh. Nice bite. Gonna do something. You know what's one of the biggest advantages of doing this? Bait is always in the water. You don't lose time walking, driving, nothing. You cast and then you walk. You fish 30% more than someone else. Crankbait. Direkt nochmal ein Crankbait hier drauf. Oder ein Spinner. Spinne geht immer. Es wird hier richtig Scandinavian-Style geangelt mit Spinner. Aber das war definitiv Barsch da vorne. Ja, oh! Sander. Ja, voll hinterher geschossen. That was 4 out. It's a Sander. It is a Sander.
Wow, he has been eaten. So, Xander, it's possible here. Only needs to grow a little. Da ist er. Ui, 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 ui. Oh! Gerade gesehen? Das war ein Hecht, der meinen Barsch attackiert hat. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Jetzt hat er den Barsch im Maul. Was mache ich jetzt? Jetzt hat den Barsch losgelassen. Hier ist auf jeden Fall ein Hecht. Da ist der Hecht, da ist der Hecht. Los, komm Barsch, hak dich schnell ab. Ich will den Hecht fangen. Nein! Da war der Hecht. Das gibt's doch gar nicht. Oh! Da war er wieder. Das kann nicht sein. Was passiert hier gerade? Was ist mit diesem Hecht los? Also den kriege ich auf Topwater, dann ist er mehr wert. Der schnappt sich den Barsch, macht 2 Fehlbiss auf den Pike. Oh! Was stimmt denn mit dem nicht? Jetzt. Komm, Gravity Twitch. Sowas hat er auf jeden Fall noch nicht gesehen hier. Da ist er. Yes, da ist mein Finnland-Hecht. Ja! Boah, was ist das für ein Krimi gewesen jetzt hier gerade. Oh, den Line-Through Pike zweimal angefasst, bevor er den Barsch zweimal attackiert hat. Dann hat er auf Topwater eine Fehlattacke gemacht. Boah, aber ist der schön. Nicht so riesig, aber unfassbar schön. Einer der schönsten Hechte, die ich bisher gefangen habe. Wow. So, einmal ganz kurz den Aquaguard Glove anziehen. Der ist hier ein sehr wilder Kollege. Wow. Ich habe noch nie in meinem Leben einen so schönen dunklen Hecht gefangen. Ich habe schon einige Fische in Skandinavien gefangen, aber guckt euch mal diesen Bauch an. Wow! Wie muss denn hier so ein Hecht aussehen, wenn er hier, keine Ahnung, Meter hat? Das ist ein unfassbar schöner Hecht. Guck mal, vorne liegt er an. Hinten haben wir 67 cm. Boah, der stinkt aber wie ein großer. Ein wunderschöner 67er Hecht. Also wirklich ganz tolle Farbe. Diese Farbe auf dem Bauch, diese Muster. Sehr schön. Dieser wunderschöne Hecht darf natürlich wieder gehen und gerne noch seine Mutter vorbeischicken. Wow. Yes! Und er hat, glaube ich, seinen 100. Hecht gefangen. Gravity Twitch 95 SR. Ich liebe diesen Twitchbait, weil dieser Twitchbait ist einfach, der ist unkompliziert. Das heißt, egal ob man jetzt 0,90er Hartmono davor hat, egal ob man eine 60 Gramm Rute hat, egal ob man jetzt eine 18 Gramm Rute hat, einfach reinhängen, Hechte fangen. Das Ding ist so günstig dafür, dass es so ein krasser Twitchbait mit Magnetweitwurfsystem ist. Ach, Wahnsinn, ich liebe das Teil. Ich lieb's. Oh! Big Fish! What a bite. Crazy. I cast just on the edge of the, you see the other weed? Pah.
That's a 60, yeah? Definitely. I guess 7. On top water. Wow, that was awesome. What a strike. On a top water bait, full inside, and for this lake, this is a big fish. I know it's 67 centimeters, it might not seem huge, but there are not that many big pike here, I think. So, very happy with this one. Let's put it back. Ah, nice. Finally a slightly bigger pike that actually stays on. Ah, good, let's go. Oh, what a bite. This one really took it. Super, super hard. Spot on top walker. Fantastic walk the dog bait for pike fishing. A natural color, little bit the same size as the bait fish here. Does the trick. Fisch. Könnte Maß haben. Na. Ganz, ganz kleiner Barsch. Schön, aber irrelevant. Und wir gehen mal weiter. Das ist der Barsch. Oh Gott. Was hat der denn für einen roten Bauch? Das ist ja komplett krass. Auch die Barsche fressen Gravity Twitch. Oh, da ist richtig geraubt, habe ich das richtig gehört. Also. Got it. Ausgestiegen. Alter! Das passt richtig zum Tag. Das war ein fetter Hecht. Mann, ey, streckt der aus? Warum streckt der aus? Oh yeah. Yeah! Oh! That was bigger. Have you seen it? That was bigger. Again in there. How can he come off? Was ist das für ein kleiner Hecht? Der war krass. Komplett tschub, tschub. Aber ich glaube, den werfe ich lieber nicht noch mal an. Der war ein bisschen sehr klein. So, ich mache jetzt hier an diese Route meinen Köder dran, womit ich die Gewässertiefe ausloten kann, weil ich habe hier überhaupt keine Ahnung, wie tief dieses Gewässer ist. Das heißt, einfach wieder schön vertiteln mit 10 Gramm Kopf, damit man einfach hier mal gucken kann, Hecht und Barsch damit fangen kann. Und jetzt werde ich tatsächlich aber mir mal die Hechtroute nehmen und hier mal einfach mal mit dem Line-Through-Pike ein bisschen durchangeln. Vielleicht auch gleich nochmal einen anderen, vielleicht sogar noch größeren Köder dran machen, weil wir wollen ja auch ein paar größere Fische für die Karte haben. Ich meine, ich habe ja jetzt schon den größten Barsch und den größten Hecht des Turniers. Aber das sind ja nun auch wirklich keine Löwen. Deshalb, ja, mal schauen, ob auf meine geliebten Big Baits hier nicht auch irgendwas reinschallert. Das wäre doch wunderbar. Und nicht wundern über die Farbe von dem Köder. Der hat schon einiges an Hecht gesehen. Das ist so eigentlich mein Glücksbringer quasi. Deshalb muss der halt dabei sein. Der hat schon 3 Jahre, glaube ich, bei mir überlebt. Er hat auch schon, weiß nicht, 15 Hechte, 20 Hechte gefangen oder so. Dann darf auch mal die Farbe abblättern, aber der fängt immer noch. So, jetzt in die Route hängen, gehen wir ein kleines Stück weiter. Also, wo hier bei nahezu jedem gefangenen Barsch und auch bei Tons untermaßigem Zander klare Bissspuren zu erkennen waren, sind größere Köder durchaus naheliegend. Okay, oh, ein Hecht auf dem ersten Wurf hier war komplett mit dem Line-Through-Pike. Da ist er.
das hier für ein geiler See. So, Line for Pike. Scale ausbreiten, Hechthandschuhe einmal anziehen und dann einmal diesen Kannibalen im Kescher hier bestaunen. Okay. Tja, hängt da hier. Kein Riesenhecht, so heute 62er oder sowas. Aber wieder so richtig schön dunkel. Eine Hammerfarbe, sogar hier richtig blau am Kien. Der schimmert richtig blau-grün. Wahnsinn, richtig tolle Farbe. Oh, der ist größer, oder? So, 71. Der sieht viel dünner aus. Ich habe den Fisch irgendwie kleiner geschätzt. 62, ein 71er. Ich würde sagen, den nehmen wir. All day long. Danke dir, mein lieber schöner Hecht. Auf dass du noch ganz viele Nachkommen bringst und schick auch du gerne mal deine Mutter oder Oma vorbei. Also die würde ich mal gerne mir angucken bei den Farben, die diese Hechte hier haben. Wahnsinnig schön. Irgendwie, die wollen nicht so auf Topwater hier, ne? Weil ich meine, ich habe ja dreimal mit Topwater eben lang geworfen. Es gibt auch Schlimmeres. Müssen wir halt noch mal einen Barsch mit Topwater fangen. Oder irgendwo anders noch mal einen Hecht ausgraben mit Topwater. Oder ich habe richtig große Topwater-Köder auch noch dabei. So eine dicke, fette Suicide Duck. Ja. Aber auch richtig im Gemüse hier vorne, ne? Für finnische Uferverhältnisse ein weiterer solider Hecht. Der Trend geht in die richtige Richtung. Allerdings sind auch die Schniepel und andere kleine Biester weiterhin wild unterwegs. Mein Handrücken ist gleich ein einziger Mückenstich. Da wieder, Alter. Oh, hast du den echt gesehen? Den meinte ich nicht. Den auch nicht. Oh, kleiner Hecht. Ja. Zu kleiner Hecht. Kann man wirklich nicht gebrauchen. Schön. Bisschen Aktion. Aber da fehlen einfach 20 Zentimeter. Galgenhumor. Looks nice. I don't know. Never fished it, but it looks nice. That's better. If it's a zander, it's a good one. No, it's a pike. An upgrade. 62, proved. Oh, it was not touching. Wait. Yeah. Super cool. While jigging, we got this 62 centimeter pike that's trying to destroy my hands. So let's put him back. Lucky he has to get up a little bit earlier to destroy my hands. The next one will have me so bad now. Ton beginnt jetzt schon seine Fullcut abzugraden. Sehr, sehr stark. Also wie gesagt mit dem Zander, da tue ich mich hier glaube ich echt schwer. Ja gut, mir fehlt noch ein Topwaterfisch. Ansonsten, ja, halt ein Zander und ein Topwaterfisch. Den Topwaterfisch kriege ich hier auch noch irgendwo. Den Zander, da muss ich wieder zum großen See. Aber wir haben hier die Abenddämmerung, da spekuliere ich mehr auf den Zander als jetzt hier gerade. Well, the day is not over. It's an area here where I would cast big baits here because it's only 3-4 meters deep. It's not too deep for big baits, and with this much perch and bait fish around, it must be pike around also. Last cast with the jig. Da siehst du schon Schwall. Also. Oh, ein Barsch. Das wäre ein Hecht gewesen. Schön. Golden hier in dem See. Orangener Bauch des Todes. Wahnsinn. Krass. Oh, 23, okay. Kleiner Mann, 23er Barsch. Ich hoffe, die bleiben nicht stehen, ey. Boah, mit den Mücken ist echt böse hier. Ich glaube, meine ganze Handrückfläche ist später ein einziger Mückenstich. Skeletonius, 7 cm Best Time. Okay,
Okay. Das ist der nächste. Okay, also einfach nur vor den Füßen den Köder ins Wasser schmeißen. Aber der hat kein Maß. Nein. Nochmal. Nimm die Barschentfernung. Barsch 23 Nummer 2 würde ich sagen. Machen Löwen raus. Naja, macht Spaß. Wunderschön sind sie, ganz orangener Bauch. Coole Sache. Schick mal noch was Größeres rum, bitte. Dann wäre ich dir sehr verbunden, du. Naja, das sollte das Maß gerade so. Ach Leute. Der Hecht sitzt noch tief, das sage ich euch. Sehr tief. Ein kleiner Barsch, der sollte maßig sein, gerade so. Ja, der hat Maß. Vorne ist er dran, hinten ist er auf halb, 27,5. Kleiner, dunkler Finne auf dem Deraku. Und tschüss. Gut, naja. Es ist ein Fisch, den ich jetzt reporten werde. Ich hatte jetzt wieder ein paar Bisse hier, also da ist ein paar, 2, 3 Bisse auf den kleinen Slimshad. War mir schon eigentlich ziemlich klar, dass das kleine Barsche sind, die da dran rumnuckeln und dann einfach auf den Deraku wechseln und schon hängen die Viertelunze, also der 7 Gramm, weil hier ist recht flach. Und an der Pepper Silver Ops, die eierlegende Wollmilchsau. Achso, Fisch reporten und dann hoffe ich, dass ich da noch vielleicht 1, 2 Barsche kriege, aber dieser Hecht, hey. Mann, ich sag's euch. Du träumst schon immer von einer Luxusuhr. Jetzt kann dein Traum in Erfüllung gehen. Unter allen Hecht- und Barsch.de Kunden verlosen Monaco Watch Company und Chronocash eine 39 mm Tudor Pelagos Luxusuhr im Wert von knapp 5.000 €. Bestehend aus einem Titangrad 2 Gehäuse mit saturierter Oberfläche, einer hohen Gangreserve von etwa 70 Stunden, bis zu 200 Meter wasserdicht, schwarzem Ziffernblatt mit Sonnenschliff und vielem mehr, veredelt die Tudor wirklich jedes Handgelenk. Ob in Monaco, München oder online. Bei den Jungs ist jeder willkommen. Vom neugierigen Einsteiger bis hin zum passionierten Sammler. Von jung bis alt, ganz ohne Etikette und ohne Vorurteile, gibt es hier geballte Fachkompetenz zu allen Luxusuhrenthemen. Uhrsammeln ist nur was für alte Leute. Monaco Watch Company und Chronocash beweisen euch das Gegenteil. Alle Details zur Aktion und die Teilnahmebedingungen findet ihr direkt hier im Link in der Videobeschreibung. It's the unseen bridge, the connection between you and your passion. Every winding, a promise. Every strand, a testament to precision and strength. It holds its ground when you need it most. Hey Leute, ich habe hier was richtig Tolles für euch. Die My Ilex Selection Markbox 2025. In dieser Box habe ich zusammen mit Ilex eine feine Köderauswahl zusammengestellt, die perfekt zu meinem Angelstil passt. Und viele davon in exklusiven Sonderfarben, die ihr nur in dieser Box bekommt. Enthalten sind einige meiner absoluten Favoriten. Jeder Köder ist sorgfältig ausgewählt, damit ihr direkt am Wasser durchstarten könnt. Und obendrauf gibt es noch ein exklusives Ilex Cap, eine Autogrammkarte und sogar eine limitierte Ilex Backhahn. Aber Achtung, diese Box gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl, also warte nicht zu lange und sichere dir jetzt deine My Ilex Selection Markbox und sei bereit für dein nächstes Angelabenteuer. Und denk dran, bald ist Weihnachten. Mit dieser Box hast du eine super Geschenkidee. So, jetzt ist die Frage der Fragen. Ich weiß, wir sind hier im YPC-Finale. Ich weiß, man muss erst mal die Karte voll machen. Ich bin hier gerade nicht an einem Gewässer, wo man Zander fangen kann. Hier sind auf jeden Fall Hechte drin. Man kann hier auch Barsche fangen. Ich habe auch die Barschroute noch bereit. Aber, ihr wisst es, ich bin absoluter Hechtfanat.
Und ich habe das Gefühl, hier können große Fische rumschwimmen. Hier ist es ordentlich tief, habe ich gerade mit dem Jig festgestellt. Jetzt wird hier eine 25er Pulse gefischt. Es kann sein, dass ich bereue und sage so, damit schließt du jetzt eher die kleineren Hechte aus, die du vielleicht noch brauchst. Oder angel lieber was, worauf auch ein Barsch geht. Wenn man jetzt hier einen 90er Hecht fängt, ist das so ein Kickerfisch, der kann so wichtig sein. Falls ich zum Beispiel einen Zander nicht bekomme. Ja, deshalb werde ich jetzt damit fischen. Ich werde damit jetzt erstmal hier so 200 Meter, denke ich mal, am Ufer abgehen. Einfach werfen, 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 werfen. Die zweite Route kommt hinten in den Rücken. Der Kescher kommt auch auf den Rücken. Und einfach Abmarsch. Den Köder flüchten die Barsche hier auf jeden Fall. Oh, besserer Barsch. Sorry, Lügenpresse. Vielleicht gerade maßig, aber Twitchbait fressen sie auch. Irgendwas sagt mir gerade, wir haben hier eine Einheitsgröße erwischt. 22. Wunderschön. 1,22er Barsch. Wo sind die Großen hier? Es muss doch große geben, das ist doch alles Futterfisch. Noch ist der Code nicht geknackt. Aber vielleicht machen wir es auch einfach über die Frequenz. Das ist ja manchmal im Sommer auch so. Aber es ist schon sehr auffällig hier. Ich glaube, der ist zu klein. Oh, er berührt den Strich. Ganz genau 22. Leute, Schrittbarsch. Oh, einmal darf der zurück, okay. Ja, not too bad. So not so big, I think. This will not be an upgrade, right? There you go. But the pike's like the plant. Was haben wir da? Ein Flötenhecht. Und schwupp. Mit der Größe als Barsch wäre ich ja schon zufrieden. Boy. Boah, darauf jetzt Volleinschlag. Richtig Bock drauf. Weiß aber gar nicht, ob die Fische hier überhaupt in der Mitte einfach im Stehen. Wahrscheinlich stehen die hier alle aufgefädelt an der Uferkante, weil da die Barsche auch stehen. Money cast up. Whoa. Was it a money cast or was it a money cast? Not so big, but the strike was good. Flötenhecht ist mein Tipp. Barsch. Oh, da könnte sogar 24 haben. So, wo sind wir denn? Doch, 22. 24 ist die Futterfischgrenze hier anscheinend. Aber echt krass, wie schön die sind. Der ist jetzt ganz grau und der ist auch schon mal ein bisschen angekaut worden hier hinten. Also es gibt Hechte, die fressen. Wir haben sie nur noch nicht gefunden. Was mir auffällt, ist, dass halt alle Fische, oh, ich bin so froh über das Sunblock-Shirt, kommt übrigens auch bald in Handel, alle Fische beißen nur hier am Ufer. Hier vorne vor, dieser Bereich, ich würde sagen 100 Meter, 100 mal 100, ist der einzige 5 Meter Bereich in dem ganzen See hier. Und eigentlich müsste hier auch ein größerer Fisch irgendwo rumlungern. Ich werde jetzt gleich mal da vorne rüber gehen, da kann ich nämlich die Kante von diesem Loch auch längs abfischen. Und irgendwo da dran muss mal irgendwie wenigstens 60er Hecht stehen, weil die wir bisher gefangen haben, die sind nicht laichbereit, die sind vom letzten Jahr und die können noch nicht laichen. Deswegen, ja, irgendwo muss ja noch ein größerer rumlungern. Allzu lange will ich das aber auch gar nicht machen, denn wir brauchen ja noch einen Zander für die Full Card. Full Card war heute mein Ziel und dann gehen wir morgen schön Freiwasser werfen. Mal schauen. Ich glaube, ich werfe jetzt mal ein bisschen Hechtköder hier, mal einen Zwinger draufhängen und gucken, ob hier nicht irgendwo in dieser Unterwasserwüste
einen 60er Hecht genommen hat. Bitte. Oh, that's nice. Nicer again. You like the reed, huh? So 55, I guess. I'm gonna put it back down. Die allgemeine Frequenz bleibt hoch, aber mal ehrlich, der Menge angekauter Mit-20er Barsche nach zu urteilen, müsste doch auch in Ufernähe mal ein größerer Räuber zu fangen sein. Vielleicht braucht's was Ausgefalleneres. Jetzt ist natürlich die Frage, was ich jetzt mache. Poker ich auf einen Topwater-Hecht, der Bock auf eine Suicide Duck hat? Oder gehe ich auf einen Topwater-Köder, wo ich auch einen Barsch mitfangen kann? Eigentlich ist ein Barsch mitfangen kann sinnhafter, aber es ist nicht so cool, wie auf eine Ente einen Hecht zu fangen. Ich will mindestens mal ein paar Würfe auf dem Rückweg probieren. Leider rennt die Zeit und ich muss auf jeden Fall heute Abend noch mal am Zanderspot stehen. Wo auch immer der sein mag, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall wieder am großen See, wo auch quasi unsere Lodge ist, weil da weiß ich, dass da Zander drin sind. Hier ist das Wasser auch schön trüb, also hier könnten durchaus Zander drin sein, aber naja. Darauf zu spekulieren ist sehr riskant. Und wenn nicht, kann ich immer noch hier mit einem kleinen Gummi fangen. Weil damit werde ich auf jeden Fall noch mal ein paar Würfe machen. Schauen wir mal, ob da was geht. Ich sprinte jetzt einmal schnell zum Auto und hole die Froschrute, weil ich hier in diesem ganzen Schilf und so unbedingt mal meinen Frosch reinwerfen will. In der Hoffnung auf ein bisschen besseren Fisch. Sollte mir nicht zu viel Zeit lassen, weil ich hier entlang, ich glaube da drüben hat es eben schon wieder gejagt, auch nochmal angeln möchte. Einfach das Ufer quasi entlang. Aber da hinten ist sehr dunkel. Im Moment sieht es so aus, als würde es vorbeiziehen, aber ich traue dem Frieden nicht. Naja, jetzt werde ich einmal meine Sprintergene auspacken. In der Warthose. Und Mitte 30 kann man das ja noch. Oh, hast schon hingelegt? Das war nicht der beste Weg, um hoch zu gehen hier. Okay. Da ist er. Nein! Oh, gibt's doch gar nicht. War nicht riesig. Oh, wieder ein Hecht. Das ist ja krass. Da ist er. Ah, fuck. Alter, war das ein Einschlag. Boah, der fühlte sich schwer an. Verdammt. Wow. Ja, das war ein deutlich besserer Hecht. Der kriegt doch mal eine Runde. Okay. Also, schon mal gelernt, nicht nur Kleinfisch. Puh. 2 Minuten hat es nur gedauert, weil ich so sportlich bin. Also wenn es hier Big Fish gibt, dann ist das hier einer of the places to be. Oh, leck mich am Arsch! Der war nicht schlecht. Da ist er. Jawohl, der ist besser. Jawohl, der kann sogar 80 haben. Jawohl. Oh. Oh, mein Maß ist vollkommen daneben. Ja, Mann. Jawollo. Oh yeah. Swinger did it again. Der funktioniert bei Chasebaits in Australien und in Finnland im tiefsten Wald. Geil. Oh, schöner Hecht. Der Swinger, Junge. Did it again. Wenn das mal nicht der größte Hecht des Tages werden könnte. Oh ja. 78. Richtig schöner Waldhecht. Mega geil auf den Swinger. Ist er reingepockt. Dafür kassiere ich auch gerne ein paar Mückenstiche. Toller Fisch, ey.
Wow, und auch wieder komplett durchgefärbt. Ey, Wahnsinn. Die sind so schön hier oben. Brutal. Alright. Schön. Genau, das ist die richtige Richtung. Geil. So habe ich mir das gewünscht. Haben wir jetzt noch so 50 Meter, wo ich an die Kante herankomme. Es fällt hier relativ langsam ab. Aber da ist halt das Loch und dann wird die Kante einmal steil und stretcht sich hier so aus. Und das sind oft Plätze, wo halt größere Fische stehen. Und es hat sich gezeigt, es gibt hier doch auch Laichfische. Das freut mich sehr. Den reporten wir jetzt schnell. Und dann fangen wir noch direkt den nächsten. Hauptsache der Zanderplan geht auch auf heute Abend. Dann kann ich ganz beruhigt schlafen gehen. Sonst nicht. Romans bisherige Nachmittagsausbeute war relativ mau. Dieser Hecht allerdings ist, Stand jetzt, ein Kickerfisch. Stark gemacht. Mal sehen, wie sich derweil Marks Froschversuch entwickelt. Hängt im Schilf, scheiße. Frosch hängt im Schilf. Eieieiei. No fucking way. Jetzt habe ich mir auch noch die Hauptschnur, also wirklich hier, ich hatte ja so ein langes Vorfach davor. Wahrscheinlich irgendwie so ein Schilfhalm blöd dran gewesen, die geflochtene, und einfach durch. Ey, heute ist nicht mein Tag. Heute ist absolut nicht mein Tag. Gut, ein Frosch habe ich noch dabei. Ich werde jetzt einmal ein neues Vorfach davor machen. Auf den Haken. So, ich bastle mir jetzt noch einen Trailerhaken da hinten drauf. Ist wahrscheinlich nicht so geil mit dem ganzen Kraut, also mit den Seerosen, dem Schilf und so. Ich will es aber einfach mal probieren, ob ich es hinkriege, dass ich meinen Frosch trotzdem durchs Gestrüpp bewegt bekomme. Mit einem Trailerhaken hinten drauf. Ob das überhaupt dann richtig hakt, das werden wir gleich sehen. Ich denke, ein Biss sollte ich noch mal kriegen, weil ich habe jetzt gerade nur eine Strecke abgefischt. Und es kam mir direkt Attacke. So, der guckt jetzt hier hinten raus. Ich könnte jetzt zwei drauf machen, um ehrlich zu sein. Ich bin auch gerade echt überlegen, ob ich eine zwei drauf mache. Aber einer mehr heißt auch wieder einmal die Gefahr mehr, dass es hängt. Nee, einer reicht. Einer muss reichen, Leute. Bei meinem Glück heute reicht einer, auf jeden Fall. Oh, fuck. Verdammt. Aber das ist der erste See, dem ich jetzt mal ordentliches Metafischpotenzial zurechnen würde. Aber ich meine, das ist auch erst der zweite, den ich fische. Von daher ist das auch nicht so aussagekräftig. Oh. Got it. Naja, sollte es Maß haben. Nee, aber mehr auch nicht. Oh. Also, Trailerhaken sei Dank. Geil. Okay, wir haben Fisch, Leute. Wir haben Fisch. Okay. Wo will man? Ich sehe es nicht richtig, nur halb, ja. 57,5. Ein kleiner Froschbeinfresser. Ich darf jetzt einmal schnell hier zurück. Bye bye. Okay, dann kann ich jetzt einmal reporten. Measure Tape nehmen wir mit. Könnte sein, dass da gleich noch was geht, hoffentlich. Na, immerhin ein kleiner Lichtblick an diesem sonst eher schattigen Tag für Mark. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, seinen Frosch in den Turniermodus zu versetzen. Der Gavacho Frog hat gerichtet. Hier hinten mit dem kleinen Trailerhaken, da hängt der Fisch auch. Ist ein bisschen mühselig, um ehrlich zu sein, durchs Kraut durchzukommen. Aber wenn die Fische doch hängen, dann muss es so sein. Ich habe hier jetzt noch ein dickeres Fluo drauf gemacht. Bin ich nicht so zufrieden mit, weil es so schnell sinkt, dass mein Frosch da immer ein bisschen in Bewegung ist. Aber ist jetzt egal in dem Kraut. Ich werde jetzt nicht einen neuen FG machen, weil mir rennt ein bisschen die Zeit davon. Und ich habe die Hoffnung, dass eben
da gleich noch einer beißt. Und der dann hoffentlich auch den Weg in den Kescher findet und hoffentlich auch mal eine Nummer größer ist, weil größere Fische hatte ich ja heute schon drauf. Nur noch nicht gelandet. Und Roman hat jetzt einen schönen Hecht gefangen. Ton hat auch irgendwie noch einen Mitte 50er Topwater Hecht gefangen. Deswegen ab ins Gestrüpp. Ist echt so alles knapp unter dieser 60-Punkte-Marke. Fast alles. Ja, jetzt ein 78er, 67, 67, 71. Ja, da ist er. Da ist der Topwater Barsch. Nein. Ich habe gefettfingert mit der Rute hier. Jetzt kann ich den Kescher abnehmen. Der hängt auch ganz schön spitz, du. Ob der Maß hat, I don't know. Eieieiei. Na gut, aber ich brauche ja noch einen zweiten Topwater-Fisch. Und wenn er 22 hat, dann haben wir ihn halt erstmal. Hat er sogar 23? Yes! Wir kommen der Full Grad näher. Ein 23er Topwater-Bärschchen. Der hat schon einen schönen roten Bauch. Der kleine Mann darf natürlich schnell wieder zurück. Vielen Dank für deinen Besuch. Das ist aber schön, dass wir jetzt noch mal einen kleinen Topwater-Fisch gefangen haben. Der hat 23. Das ist so krass. Da werden wir jetzt noch mal hin zurückgehen. Die kennen hier ja nichts. Aber ich glaube nicht, dass sie hier überhaupt irgendeinen Köder kennen. Also, die haben kein Konzept davon, was ein Köder ist. Die denken halt, es gibt Beutefisch und nichts anderes. Ich denke, dass die Kollegen da vorne hier höchstens mal Krebse fischen oder ein bisschen einen Köfi oder einen Blinker durchziehen. Aber ich glaube, die wenigsten Fische sind hier jemals gefangen worden. Gut zu wissen. Jetzt machen wir noch 3 Würfe da hinten und dann gehen wir wieder Zander angeln, um den bitte abzuhaken. Das wäre echt toll. Aber der Hecht ist super. Da freue ich mich. Kurz vor Weihnachten geht's in die letzte Shopwoche des Jahres. In unserer zweiten Shimano Week erwartet euch ein unglaublich krasses Poison Adrena Set im Wert von über 2000 €. Im rundum sorglos Paket erwarten dich eine Poison Adrena Casting und Spinning, eine passende Antares und Extend Spinnrolle sowie ultrafängige Köder aus der Bantam World Diver Range. Und wie das Ganze funktioniert? Einfach im Shop beliebige Shimano Produkte kaufen und je 50 € Shimano Warenwert landest du automatisch mit je einem Los im Lostopf. Nur vom 14. bis 21. Dezember und nur auf Hecht und Barsch.de. Leute, hier in meinen Händen halte ich ein Produkt von einer exklusiven Zusammenarbeit zwischen Hecht und Barsch, Ilex und meiner Wenigkeit. Das ist die neue YPC Edition Night Shadows Route, 2,20 Meter lang, hat eine Aktion M+, eine Fast bis extra Fast Taper und ein angegebenes Wurfgewicht ist 21 Gramm und deckt somit schon mal ein sehr großes Spektrum ab. Wer den YPC geguckt hat, hat gesehen, was mit dieser Route alles möglich ist. Egal, ob ihr gerne mit Hardbaits angelt oder Softbaits, Jiggen, Finesse-Rigs, diese Route ist wirklich für jeden Einsatzzweck geeignet. Dieses Schmuckstück ist ab sofort exklusiv erhältlich auf hecht und barsch.de und ein besonderes Highlight, diese Route ist streng limitiert auf 100 Stück und ist sogar mit einer Seriennummer durchnummeriert. Also nicht lange warten, sichert euch eure YPC-Route.
So, last 2 hours I have a special spot where we have to go quite a while in the water to reach a stone, and I'm hoping there's big perch or big sander around the stone or big pike. For me it doesn't matter what it is, as long as it's bigger than what we currently have. Checken wir mal trotzdem. Weit davon entfernt. Ich hab ihn. Da ist der Topwater Hecht. Oh, der hängt ganz schön doll im Gemüse drin. Oh Gott. Ich spare mir das mit dem Cash an. Der ist der nächste Topwater-Fisch. Ein erneut sehr kleiner Hecht. Dünn wie ein Aal und auch nicht viel größer als ein kleiner Aal. Aber Topwater. Topwater macht doch einfach Spaß. Das ist so. Die Bisse sind immer cool. Jetzt habe ich gerade gedacht, dass der Fisch ein Stück größer ist. Nein, der ist weg. Der ist ausgestiegen. Ah, das war der nächste maßische Fisch. Mann. Ja. Oh, the tail is sticking out in the back. It's not an upgrade, right? Nee, wir latschen jetzt noch mal davor. Oh, der war richtig gut. Ach du Scheiße. Ach, das darf nicht wahr sein. Hast du den gesehen? Der war richtig stabil, der Fisch. Okay. Was man hier in stabilen Hecht nimmt, ist halt auch. Aber ich hab ihn. Geil. Der hat vorne dran 55. Noch so ein kleiner Froschfresser. Sehr schön. Ne, andere Richtung, Kollege. Genau. Ja, also das funktioniert auf jeden Fall hier mit dem Gavacho im Strip. Da hat jetzt sogar der Haupthaken gehangen. Allerdings glaube ich, dass zuerst der Trailerhaken gesessen hat und dann esse ich quasi den Haupthaken auch noch rein. Wie gesagt, beim Hechtangeln ist die Haarrate nicht ganz so toll beim Offset mit dem Frosch. Allerdings beim Baisangeln ist es ein bisschen was anderes. Die attackieren den ein bisschen anders und saugen den runter von der Oberfläche und dann hängen die auch. Und da ist eben wichtig, auch ein bisschen stabileres Gerät zu angeln. Und zwar habe ich hier eine recht dicke geflochtene drauf. Ich meine, es ist eine 25 Kilo Schnur oder irgendwas. Also richtiges Seil. In dem Fall halt ein dickes Fluh davor und mit dem FG-Knoten verbunden. So dickes Geflecht eben, weil wenn ich den Anhieb beim Bass zum Beispiel setze, ohne Zusatzhaken, und ich in die leere Schnur richtig reinkloppe, eine dünne geflochtene will sofort platzen. Und die Dicke hält das eben aus. In dem Fall auch gut hier fürs Schilf. Vorhin ist mir einer ab, aber würde ich so eine dicke Schnur nicht angeln, wären mir noch mehr Fische wahrscheinlich im Schilf abgegangen. Und ja, der Gavacho. Und die Route, die ich hier fische, ist eine ganz neue Route. Die wird es wahrscheinlich schon geben, wenn ihr das guckt. Das ist aus der Ganki-Serie, die ganz neuen Routenserie Showtime. Das ist die 220 MHH. Jetzt musste ich ein bisschen spicken. Die hat bis 35 Gramm Wurfgewicht. Verträgt auch ein bisschen mehr. Hat eine schöne fast schon extra Fast-Aktion. Also genau das Richtige, um hier so die Fische aus den Seerosen rauszuholen. Zu Hause würde ich damit auch dann irgendwie Swimjig angeln, Spinnerbait, Chatterbait auf Hecht. Einen kleinen Swimbait zum Beispiel kann man damit auch super fischen. Ist eine schöne, tolle Routenserie. Gibt x verschiedene Modelle von ganz leicht bis ganz schwer. Würde ich mir mal anschauen. Ein Name wie fürs Spektakel gemacht. Darauf warten wir zwar noch, von der Szenerie kann man aber kaum genug bekommen. Okay. I think one cast and then we go here. It's
not so good as I expected. Thought it was much deeper for a zander. But we don't go far, we go only to the bridge. We'll try to catch a zander there. Na gut, durch mit dem Tümpel hier. Eins steht fest, das hier ist ein super, super cooles Gewässer. Ich würde hier liebend gerne noch weiter angeln, aber der Zander drückt. Ich brauche einen Zander für die Fullcard. Der fehlt jetzt ja tatsächlich nur noch. Dann kann man sich immer noch später um Hechtgrößen und sowas am nächsten Tag kümmern. Ich brauche jetzt aber unbedingt einen Zander und die Abendstimmung steht an. Das heißt noch 1,5 Stunden Zander angeln. Drück mal richtig fett die Daumen, dass ich irgendwie einen Zander bekomme. Ich habe noch keine Ahnung so richtig wo. Oh, hier sitzen schon wieder ganz viele Mücken auf der Schulter. Lass mal hier schnell den Mückenspawn verlassen. Auf geht's. Achso, warte mal, hier ist ganz schön sumpfig. I had this really cool looking spot, but we are not allowed to train. So of course I couldn't know how deep it was and how many fish there would be, and I don't like the depth. It's a little bit too shallow for me. It will become dark, so it's it's prime time for a zander, which is why we will be moving towards that bridge there. Let's go. Jetzt geht's Zanderangeln bis zum hoffentlich nicht bitteren Ende. Und ansonsten habe ich jetzt morgen erstmal noch Zeit, einen Zander zu fangen. Und dann heißt es upgraden. Aber erst Zander, dann über Upgraden nachdenken. Und nicht darüber nachdenken, wie ich auf dem Kopf aussehe. Hör mal auf. Hör mir auf, du. Abmarsch. Und Blender. Ton is coming. So, gerade ist Ton um die Ecke gekommen. Wir haben ihn schon von Weitem gesehen. Er war da hinten auf so einer Insel am Angeln oder auf so einer Spitze. Und er hat sich jetzt auch noch mal an die Brücke gewagt. Macht mir aber nichts. Ich weiß, dass da ein großer Hecht steht. Den fängt er vielleicht gleich. Aber das ist part of the game. Ich werde jetzt auf die andere Seite von der Brücke wandern. Auch noch mal 2, 3 Würfe machen an der Brücke. Aber dann werde ich Richtung die Steine entlang angeln. Einfach irgendwie mit einem Topwater oder mit einem Reaction Bait und gucken, ob ich da vielleicht noch ein bisschen besseren Fisch fangen kann, weil ich brauche noch einen großen Fisch. Habe ich so im Gefühl. Wäre schön, wenn der noch kommen würde. Last spot for the day. We got 1 more hour to go. The light will go a little bit down. So perfect conditions to try and catch a zander. Yeah, fish. What? You want a pike? This was 20 centimeter, I think. Max. A lot of big fish in the lake. Normally I wouldn't have went here, but it's just if I catch a zander now. And he has a zander already, so. Are you as well, huh? Huh? You have a zander as well? Yeah. Yeah. The much needed zander. Yeah. I hope that it's well needed. Think so? I think so too. We'll see in this hour. Yeah. Ein bisschen mehr als eine Stunde bleiben uns noch und jetzt hat man wieder an so eine steile Steinkante hier verschlagen. Hoffnung auf den Zander. Ich setze jetzt alles auf den Fett Minnow T-Tail. Der hat mir schon echt gute Dienste im YPC geleistet. Schauen wir doch mal, ob wir hier einen Zander fangen können. Das wäre saustark. It's a nice bay here also. Da war ein Biss. Da war echt ein Biss. Auf jeden Fall Fischkontakt oder irgendwas in der Schnur. Will ich auch nicht ausschließen, aber es war auf jeden Fall fischig. Und das sieht man recht schnell, der Köder ist ja brandneu. Oh. Hecht.
aber auch kein Monster. Oh, bite. Again, perch, it's perch. That was not a perch. Saw it? That was not a perch, huh? It's quite heavy. Das war Fisch. Ganz komisch nachgegriffen. Das ist ein Barsch. Das ist auf jeden Fall Aktion unter Wasser. Fisch. Okay. Ein weiterer Fisch, Leute. Puh. Wir haben einen Barsch auf Topwater. Der hat auf jeden Fall Maß. Wie schön rot der hier unten ist. Wahnsinn. Der ist vorne dran und hat 28,5. Nee, sorry, 27,5. Das heißt 28 cm auf Topwater. Dann tschüss, Großer. Okay, gleich reporten. Da waren auf jeden Fall mehrere Fische. Und gleich noch einen Wurf machen. Das ist ja das Schöne am Kickback. Da kannst du keulen bis mappen und da passiert nichts. Dann drückt mir die Daumen für die letzten 45 Minuten. Arriba. Dass reichlich Fisch vorhanden ist, haben wir gesehen. Bleibt nur die Frage, ob zwischen all den Halbstarken heute doch noch ein besserer Räuber lauert. Jawohl. Oh, der hat's Maß, der hat's Maß. 27,5. Selbe Größe. Also 28 für unseren Cup. Der darf einmal auf Wiedersehen. Fisch. Könnte ein Zander sein. Ja. Boah. Nee, nicht maßig. Ja, 33. Wunderschön sind die hier, aber Wahnsinn. Schnell zurück. Jetzt kommt ein maßiger. Komm. Nimm mir den Druck. Einen maßigen Zander, bitte. Tschüss. Der Hecht. Es tut gut, wenn es ruckt, aber hätte auch ein Zander sein dürfen. Aber ich glaube, selbst dann wäre er nicht maßig gewesen. I think I'm gonna go in the bay top water fish. Da ist er. Maßiger Hecht. Ah. Aber ob der ein 22er Barsch kickt, ich weiß ja nicht. Ja doch, 51,5, 52. Ich sag mal, wenn man um Hechte mit Zeigefinger und Daumen rumgreifen kann, dann gehören die eher in die Kategorie Köder. Aber 52er kickt auf jeden Fall. 23er Barsch. Ciao. Wieder der Stucky Reel Rider. Diesmal in Yelp. Hier mit so einem richtig geilen Silber-Glitterbauch. Da habe ich auch schon bei trübem Wasser sehr gut drauf gefangen. Hier ist das Wasser zwar klar, aber so dunkel gefärbt. Und mit dem wenigen Licht jetzt ist so eine grelle Farbe eigentlich immer eine gute Sache. Fand der Hecht auch. It's not so small. It's 50. Can you report it? Ich glaube, ich würde noch mal ein paar Meter da vorne rüber. Ganz ein paar nur. Die letzten Minuten laufen. Und hier hinten kommt noch eine kleine Bucht. Ich glaube, das sind ein paar Seerosen. Da wollte ich jetzt noch mal schnell hineilen. Ich habe hier ein paar Würfe mit Terracool gemacht. Geguckt, ob die Fische vielleicht am Grund sind, noch aktiv. Aber anscheinend sind die Barsche weitergezogen, die hier waren. Jetzt hoffe ich, dass da in der Bucht noch Fisch kommt. Ui, ui.
Och Gott, das war so ein Thundertalk. Ach du Heiland Maria, Mutter Gottes. Jetzt sind sie aber da. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Richtig schöner großer Fisch. Richtig großer Fisch. Aber ich glaube, das ist ein Hecht. Das ist ein richtig großer Fisch. Ich habe gerade eben nachgedacht. Und auch einen richtig großen Hecht nehmen. Da ist er. Yes! Ich habe eben gerade gedacht, so, ich würde auch einen Meterhecht nehmen, wenn ich dafür jetzt gerade keinen Zander fange. Und da ist er. Boah, ist der groß. Boah, ist der groß. Yes, yes, ich liebe meine Hechte. Der ist richtig gut. Das ist ein Kickerfisch. Der Drill war knackig kurz, so halte ich den am liebsten mit meinen Hechtis. Aber perfekt, ey. Mann! Boah, erstmal ganz kurz zeigen. Boah, der geht an Richtung Meter. Yes! Ist das ein geiler großer Hecht. Junge. Boah, ist das ein Kalb. Der ist gut, Junge. 1,7 Meter, wenn mich nicht alles täuscht. 107, ne? Geil, Junge! 1,7 Meter. Boom! Finnlandhecht. Ich liebe Hechte. Ich liebe sie einfach. Außer so ein geiler Biss. Oh, danke. Danke, mein Schöner. 1,7 Meter. Yes! Oh, ist das gut. Boah, ich zeige ihn euch noch einmal ganz kurz. Guckt euch diesen geilen Bauch an. Oh, mein absoluter Lieblingsfisch in Endgröße. Ja. Oh, ich liebe diese Hechte, die so groß sind. Yes, ich freue mich. Das ist ein Kickerfisch. Das ist ein Kickerfisch. Wir haben gewusst, dass es hier große Hechte gibt und endlich bekommen wir auch einen zu Gesicht. Minuten vor Abpfiff versetzt Max seinen Konkurrenten einen schweren Wirkungstreffer. Denn dieser Fisch, zugleich der letzte für heute, ändert die Ausgangslage drastisch. Bevor wir uns das Zwischenresultat genauer ansehen, werfen wir einen schnellen Blick auf Max Köder und holen anschließend die Reaktion zu Tag 1 ein. Der Erfolgsköder für heute, Fat Minnow T-Tail. Ganz egal in welcher Größe, egal ob 7,5, 10,5. Man fängt super gut Barsch damit, super gut Hechte damit, super gut Zander damit. Ja, und ich fische halt sehr oft tatsächlich mit einem Doppeljig. Das heißt, ich jigge zweimal an. Das ist halt nicht ganz so gut für Zander. Ich klemm's mir manchmal. Also ich versuche es zu unterbinden, aber es ist einfach so drin. Als Hechtangler gibt es halt einfach mehr Sinn, das so zu machen. Da habe ich zwar den Zander nicht bekommen, aber ich kann mich jetzt gerade echt nicht beschweren. Ich habe ja noch einen ganzen Tag morgen, um einen Zander zu fangen. Ich würde sagen, ich angel morgen mit dem Fat Minnow T-Tail weiter. Richtig, richtig geil. Das ist hier gerade der letzte Wurf des Tages und für den entblöße ich nochmal mein Gesicht. Das Fish Explorer Sunblock Shirt hat auf jeden Fall seinen Dienst getan heute. Nicht unbedingt mit der Sonne, aber mit den Mücken. Also ist echt Gold wert, was vorm Gesicht zu haben, wenn man hier so schwärmt wird. Eigentlich ganz zufrieden. Habe mich schon darauf eingependelt, dass die Fische offensichtlich nicht so groß sind. Aber ja, da kann man ja noch dran arbeiten. Hechtsee hätten wir ja gefunden. An den Zandern hapert es gerade noch ein bisschen, aber auch das, denke ich, kann man in den Griff kriegen. Und ja, jetzt fahren wir nach Hause, essen was
machen wir ganz auf locker. Und morgen ist ein neuer Tag mit ganz, ganz vielen neuen Zandern, neuen Ideen, neuen Erkenntnissen. Und dann schauen wir mal weiter, was die Jungs und Mädels dann so sagen. Wow. Was ein Tag, ey. Das war ein Kampf. Viel Pech dabei, viel Zeit verloren durchs Gewitter. Einen großen Hecht verloren auf Topwater. Naja, so ist das eben. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen müssen wir gucken, dass wir ein paar große Fische kriegen. Topwater-Fische haben wir jetzt in der Karte drin. Denke ich, werde ich morgen mal gucken, dass ich ein bisschen auf Hecht angel und versuchen irgendwie 1, 2, 3 bessere Hechte zu kriegen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Jetzt wurde mir gerade eben noch gesagt, dass ich doch mal bitte auf mein Handy gucken soll. Ja, nicht mehr ahnt Böses. Oh Mann, ey. Mal gucken. Ja gut. Max hat einen Hecht gefangen von 1,7 Meter. Also es gibt hier große Fische, Petri Max. So viel ist sicher. Und so einen wollen wir morgen auch. Jetzt geht's erstmal zurück, es wird eine kurze Nacht. Aber egal, morgen gilt's, dranbleiben. That was it. First day in Finland. We're getting eaten by mosquitoes, but for me it was a really good day. We had, I think, more than 25 fish. Some small ones, some little bit bigger ones. But most importantly, we have our zander. So tomorrow, for me, it's all in for a big fish. Because I can see Max already caught a big fish. So that's dangerous. Then we also have to catch a big fish. Today, 8 hours, 1 big fish. Sounds manageable, but on these lakes, it's really hard. Das war's. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Denkt natürlich dran, auch diesem Video hier einen Daumen hoch zu geben und natürlich was zu kommentieren. Und zwar, wer von uns vieren es tatsächlich schafft, sich den Pot zu holen. Ich würde sagen, ich bin raus. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Peace out. Und damit geht der erste Finaltag in Finnland zu Ende. Statt Großfischspektakel war es der erwartete Frequenzreigen und gerade deshalb dürfte Max' Last-Minute-Punch umso wertvoller sein. Trotz fehlender Fullcard liegt der Savage Gear Youngster momentan zwischen Ton und Mark auf Rang 2 und würde sich mit einem 8. Wertungsfisch deutlich an der Spitze absetzen. Dass aber der Zander hier alles andere als ein Selbstläufer ist, hat sich heute deutlich gezeigt. Für Max und Roman droht der finale Angeltag deshalb ein Kampf gegen die Uhr zu werden, während die anderen beiden sich von Minute 1 voll aufs Upgraden fokussieren können. Eine echte Prognose? Schwierig. Deshalb nehme ich einfach Max' Vorschlag auf und gebe das Ganze an euch weiter. Kommentiert bis zur Ausstrahlung der letzten Finalfolge, also bis zum ersten Weihnachtstag um 18 Uhr mit eurem Favoriten. Unter allen richtigen Tipps verlosen wir eine Auswahl der originalen Erfolgsköder aus dieser Staffel. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Wir hören uns am Donnerstag zur Entscheidung. Ho, ho, ho. Ciao.